Hey, es ist so schön, dass du heute eingeschaltet hast. Hey, it's awesome that you tuned in today. Hey, ich freue mich drauf, dir was mitzugeben. I'm very happy to share something with you. Ich habe eine absolute Vorfreude auf das, was ich dir mitgeben darf. I have a great anticipation of that, what I can share with you. Weil es ist eine mega geniale Message. Because it's a really awesome message. Hey, hast du heute schon die Spülmaschine ausgeräumt? Hey, did you already take the dishes from the dishwasher and put them back into place? Oder hast du deine Hausaufgaben nach der Schule gemacht? Or have you already done your homework after school? Oder hast du deine Wohnung aufgeräumt? Or is your house clean? Hey, ich möchte dich jetzt nicht persönlich hier angreifen. Hey, I don't want to attack you. Aber ich möchte dich auf ein Thema aufmerksam machen, was uns persönlich immer wieder herausfordert. But I want to point to a topic that challenges us pretty often. Das ist die Vorfreude. It's anticipation. Und genau um das geht es heute, Vorfreude. And today it's about anticipation. Und es geht nicht um die Vorfreude für das ewige Leben, sondern um die Vorfreude, die du heute in dem Jetzt und im Heute erleben darfst. And we're not talking about the anticipation about heaven and about eternity, but we're talking about the anticipation that you can have today. Genau, hey, freust du dich auf deinen zukünftigen Ehemann, auf deine zukünftigen Kinder vielleicht? Are you happy and already dreaming about your future spouse? Oder freust du dich auf den neuen Job, das neue Studium, was vor dir liegt? Or you're already happy about the new studies that you're going to start with, or your new job? Hey, oder das geniale College-Jahr, was du bei uns hier auf der Musikmarkt wirst? Or about the really cool college that you're going to do with us at the Mosaic? Hey, ich weiß nicht, was vor dir liegt, auf was du dich freust. Hey, I don't know what you have before you, what's coming to you, and what you're happy about. Aber mit der Freude kann es ganz schnell vorbei sein. But with happiness, it goes by really quickly. Hey, wenn du dein erstes Kind bekommen hast, dann bist du vielleicht nicht mehr ganz so glücklich. Hey, maybe after your first child is born, you're not gonna be as happy. Hey, wenn dein Job nicht so verläuft oder so entspannt ist, wie du es dir gewünscht hast, dann ist die Vorfreude vielleicht auf den Job auch schnell dahin. Or maybe you got your job and the excitement just kind of left after you realized what the job was really like. Oder du schaffst es nicht, das Alltagschaos in deiner Wohnung irgendwie in den Griff zu bekommen und die Freude von der schönen Wohnung ist dahin. Or maybe you just can't handle the chaos in your house and this excitement to get home after work doesn't really exist. Hey, oder deine Ehe ist nicht so einfach, wie du es dir vielleicht vorgestellt hast. Or your marriage is not as easy as you thought it was going to be. Vorfreude ist ein mega geniales Thema. Anticipation is a really cool topic. Ich möchte mit einem Zitat starten von Johannes Eckstein. I want to start with a quote from Joachim Eckstein. Hans-Joachim Eckstein, Hans genau. Joachim. Er ist Theologie für neutestamentliche Theologie an der Uni in Tübingen. He studied New Testament theology in the University in Tübingen. Und er definiert Vorfreude entsprechend. And he defines anticipation like this. Vorfreude ist die Fähigkeit, vor Freude außer sich zu sein, obwohl der Grund zur Freude noch gar nicht bei einem ist. Anticipation is the ability to be happy even though the reason to be happy is not there yet or it hasn't been fulfilled yet. Ja. Hey, Vorfreude kann nur dort entstehen, wo du Hoffnung und Freude hast. Anticipation and excitement can only come to be in a place where there's already hope and happiness. Ich möchte mit einem Bibelvers starten, der steht in 1. Petrus 1, 3 bis 6. I want to start with a Bible passage. It's in 1 Peter 1, 3 to 6. Genau, wir lesen quasi die Verse 3 und dann 5 und 6. Wir sind von Neuem geboren und haben jetzt eine sichere Hoffnung, die Aussicht auf ein unvergänglich und makelloses Erbe, das nie seinen Wert verlieren wird. Gott hält es im Himmel für euch bereit. Ihr habt also allen Grund, euch zu freuen und zu jubeln, auch wenn ihr jetzt nach Gottes Plan für eine kurze Zeit zur Prüfung verschiedenster Arten durchmachen müsst und es euch schwer fällt. It says, "Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ. In His great mercy, He has given us new birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead, and into an inheritance that can never perish, spoil, or fade. This inheritance is kept in heaven for you, who through faith are shielded by God's power until the coming of the salvation that is ready to be revealed in the last time.
In all this you greatly rejoice, though now for a little while you may have had to suffer grief in all kinds of trials. Genau, hey, in dem ersten Teil von dem Abschnitt heißt es, wir sind von neuem geboren und haben jetzt eine sichere Hoffnung. In the first part of this passage it says that we have been born again, and we have a safe hope. Und dann heißt es später, ihr habt also allen Grund, euch zu freuen und zu jubeln. And then it says, hey, you have every single reason to be happy and to celebrate. Also lasst uns persönlich entdecken, was es heißt, Freude und Hoffnung in deinem persönlichen Leben zu haben. So let us discover together what happiness and hope means for you personally in your life. Mein erster Punkt ist Freude entdecken. My first point is discovering happiness. Das Thema Freude ist ein Thema, was extrem präsent ist im Evangelium. The topic happiness is very, very present in the gospel. Und hey, es heißt immer wieder, freut euch, freut euch. And it's always telling us, hey, be happy, rejoice. Und das ist nicht nur eine Aussage, sondern das ist mehr schon ein ganzer Befehl, And it's not only a statement, but it's actually a command dass wir uns freuen sollen. that we should be happy. Und die Freude können wir in 3 Themen aufteilen. And we can break down happiness in 3 topics. Es gibt einmal die weltliche Freude. There's the worldly happiness. Ich freue mich über was Vergängliches. Ich freue mich über meinen Job, meine Ehe, mein geniales Auto, was ich neu bekomme, oder meine Wohnung, meine Kinder. It means that I'm happy about something that passes, like a job that doesn't last forever, or a kingdom, or your kids, or a car. Und das ist nicht schlecht, hey, es ist genauso gut, freu dich für diese Dinge und es ist gut, dass du dich darüber freust. And it's not bad at all. I mean, you're allowed, and it's cool that you get happy about these things. Und dann gibt es diese göttliche Freude. And then there's godly happiness. Eine Freude, wo ich wissen darf, hey, ich kann Gottes Wunder in meinem persönlichen Leben heute und jetzt erleben. And it's about, hey, I'm happy because I get to experience God's working and God's wonders in my life. Und dann gibt es die himmlische Freude. And then there's the heavenly happiness. Die himmlische Freude geht darum, um das ewige Leben, auf das ich mich freuen kann. And that's about being happy and rejoicing because of the eternity with God that's coming. Und alle diese 3 Arten gehören quasi irgendwo zur Vorfreude dazu. And these 3 types of happiness kind of belong to the topic anticipation. Und die zweite und die dritte Freude, also die göttliche und die himmlische Freude, sind göttliche Freuden. And the second and the third one that we talked about, so the godly happiness and the heavenly happiness, belong to the topic heavenly happiness. Genau. Und die weltliche Freude ist das, was ich in der Welt erlebe. And the worldly happiness is what we experience on earth. Und eine göttliche Freude kann nur dort entstehen, wo ich auch eine göttliche Perspektive auf die Situation habe. And a godly kind of happiness can only come to be when I have a God-influenced perspective of things that happen. Lass mich das in einem anderen Beispiel darstellen. Let me portray this in another example. Wenn deine Freude in deinem Leben abhängig ist von dem, was vielleicht in deiner Vergangenheit passiert ist. If your happiness in life depends on whatever already happened in your life. Zum Beispiel, wenn deine Freude davon abhängt, dass du vielleicht mal einen guten Abschluss geschrieben hast. For example, if your happiness depends on the fact that maybe you wrote a really good test. Oder dass du dir irgendwann mal ein tolles Auto gekauft hast. Or that you at some point bought yourself a really cool car. Dann ist deine Freude eher wie ein Schweizer Käse mit ganz vielen Löchern in deiner Zukunft. Then your happiness is like this Swiss cheese with a bunch of holes in it in your future. Genau, in deiner persönlichen Freude entstehen ganz viele Löcher, weil du ganz oft enttäuscht wirst von vergänglichen Dingen. Your happiness is going to have a lot of holes in it because you're dependent on things that just pass. Und eine göttliche Freude wird dich persönlich nicht enttäuschen. But a godly kind of happiness is not going to disappoint you. In der Apostelgeschichte 14:17 heißt es, in Acts chapter 14 verse 17 it says, doch er gab sich ihnen schon immer zu erkennen, indem er ihnen Gutes tat. Er ist es, der euch vom Himmel her Regen schickt und euch zu den von ihm bestimmten Zeit reiche Ernte schenkt. Er gibt euch Nahrung im Überfluss, er erfüllt eure Herzen mit Freude.
Yet he has not left himself without testimony. He has shown kindness by giving you rain from heaven and crops in their seasons. He provides you with plenty of food and fills your heart with joy. Hey, möchtest du echte Freude erleben? Dann fang an und entdecke persönlich, was Gott für dich bedeuten darf. If you want to experience true joy, then start getting yourself on the way to understand and discover God's heart. Ja. Und so wie Freude der eine Punkt ist für Vorfreude, so ist der andere Punkt die Hoffnung. And just as joy is a topic for anticipation, hope also plays a big role in it. Und Hoffnung haben ist oft einfach eine Entscheidung entfernt. And having hope is usually only a decision away. In Römer 8, 23 bis 25 heißt es, In Romans chapter 8, verses 23 to 25, it says, nun ist es aber eine Hoffnung, die sich bereits erfüllt hat. Nun ist aber eine Hoffnung, die sich bereits erfüllt hat, keine Hoffnung mehr. Denn warum soll man auf etwas hoffen, was man schon verwirklicht sieht? Da wir also das, worauf wir hoffen, noch nicht sehen, warten wir unbeirrt, bis es sich erfüllt. Not only so, but we ourselves, who have the first fruits of the Spirit, groan inwardly as we wait eagerly for our adoption to sonship, the redemption of our bodies. For in this hope we are saved, but hope that is seen is no hope at all. Who hopes for what they already have? But if we hope for what we do not yet have, we wait for it patiently. Hey, worauf wartest du persönlich? What are you personally waiting for? Wo brauchst du Hoffnung für dein Leben? In which areas of your life do you need hope in? Brauchst du Hoffnung in vergänglichem Erfolg? Do you need hope in past success? Ist nicht schlecht. It's not a bad thing. Brauchst du Hoffnung für ein Wunder auf dieser Erde, was du persönlich erleben möchtest? Do you need hope for a miracle on this earth that you want to experience personally? Oder brauchst du Hoffnung auf das Wissen, dass du mit dem Schöpfer für Ewigkeit zusammenleben wirst, das ewige Leben haben wirst? Or do you need hope of knowing that you're going to spend eternity with your Creator? Ja. Keine von diesen Hoffnungen, die du vielleicht persönlich gerade hast oder die du vielleicht suchst, ist schlecht. None of the hopes that you think that you need or that you're looking for are bad. Jedoch eine menschliche Hoffnung wie eine menschliche Freude würde dich immer irgendwo enttäuschen. But a worldly or human kind of hope is always going to disappoint you. Nur eine göttliche Hoffnung hat Bestand für die Ewigkeit. Only godly hope is going to actually last for eternity. Vielleicht in einem anderen Bild gesprochen. Maybe if we look at it with another picture. Freude ist wie ein Motor in deinem Auto, das sich vorwärts bewegt. Joy is like a motor in your car that lets you drive forwards. Und der Sprit für den Motor ist quasi deine Hoffnung. And the starter for your motor is to actually start moving is hope. Und die spannende Frage ist dabei, wohin möchtest du dich bewegen? And the really interesting question pops up, and it's, where do you want to be driving to? Die Frage ist, hey, Vorfreude kannst du haben, wenn du auch ein Ziel vor Augen hast. Because you can have anticipation if you have a goal in mind. Wenn du kein Ziel vor Augen hast, wirst du auch keine Vorfreude haben. If you have no goal in mind, then you're not really going to have any anticipation for anything. Ja, weil für was solltest du dich freuen? Because what are you going to be excited about? Weil vor dir liegt eigentlich nichts. Because if there's nothing really in your mind, if you have no goal in mind. Deswegen ist die Frage, hey, wenn du dir persönlich Ziele steckst, dann kannst du dich mit diesem Auto, mit diesem Motor und dem Sprit, mit der Freude und der Hoffnung auf den Weg machen, dieses Ziel zu erreichen. Und dabei entsteht Vorfreude. So if you set goals for yourself and actually go to a particular place with this car, then you can experience anticipation. Und die Frage dabei ist, worin ist deine Freude und deine Hoffnung gegründet? And the question there is, where is your hope and your joy rooted in? Ist sie in Jesus gegründet? Is it rooted in Jesus? Oder ist es in Dingen gegründet, die vergänglich sind? Or is it rooted in things that just pass and are not eternal? Weil die werden sein wie der Schweizer Käse mit vielen Löchern und werden dich enttäuschen. Because they're going to be like this Swiss cheese with a lot of holes in it, and you're going to be disappointed. Und der spannende Punkt ist, wo können wir in der Bibel vielleicht entdecken, wo Hoffnung entstanden ist? And a really interesting point would be, hey, in the
can we spot where hope actually started? Das Volk Israel hat mehrere Momente erlebt, wo sie eigentlich hoffnungslos waren. The people of Israel had many moments in which they were hopeless. Wo sie vielleicht auch keine Freude mehr hatten, Moments in which they had no joy at all. weil sie alles verloren haben, was ihnen wichtig war. Because they had already lost so much, everything that was important to them. Das alles, was sie sich aufgebaut haben, ist eigentlich wieder zerstört worden. Everything that they built from themselves was destroyed. Vielleicht hast du persönlich in deinem Leben erlebt, dass du Dinge einfach verloren hast oder dass sie zerstört worden sind. Maybe you have personally experienced that you've built things or you had things and you suddenly just lost everything. Dass sie dir einfach aus der Hand gerissen worden sind, obwohl du gar nichts dafür konntest. That somebody or something just took it out of your hand even without you doing anything for that. Und genau das hat das Volk Israel erlebt, als der Tempel zerstört worden ist. And exactly that is what the people of Israel experienced when their temple or the temple to God was destroyed. Wir möchten uns eine Stelle anschauen in Haggai. I want to look at a passage in Haggai. Ist das nicht das kürzeste Buch, aber das fast kürzeste Buch in der Bibel. It's not the shortest book in the Bible, but it's almost the shortest book in the Und Bible. wir schauen uns Haggai 2, 3 bis 5 an. So we're going to look at Haggai chapter 2 verses 3 to 5. Und da sagt Haggai zu dem Volk Israel: Wer von euch kann sich noch daran erinnern, wie prächtig und schön der Tempel vor seiner Zerstörung war? Und was sieht ihr jetzt an seiner Stelle entstehen? Der war quasi völlig zerstört, dieser Tempel. Und da war nur noch Schutt und Asche. Ihr meint, es wäre im Vergleich dazu nichts. Aber ich, der Herr, sage: Lasst den Mut nicht sinken, Sabura und Jeschua. Ihr Menschen von Juda, seid stark und arbeitet weiter. Denn ich, der Herr, der allmächtige Gott, stehe euch bei. Ich halte, was ich euch Vorfahren versprochen habe, als ich sie aus Ägypten zog. Mein Geist bleibt mitten unter euch. Habt also keine Angst. It says, "Who of you is left who saw this house in its former glory," so the temple? How does it look to you now? Does it not seem to you like nothing? But now be strong, Zerubbabel, declares the Lord. Be strong, Joshua, son of Josedek, the high priest. Be strong, all you people of the land, declares the Lord, and work, for I am with you, declares the Lord Almighty. This is what I covenanted with you when you came out of Egypt, and my spirit remains among you. Do not fear. Ja. Das war zu einer Zeit, der Tempel war zerstört und das Volk Israel hat angefangen, diesen Tempel wieder aufzubauen. And this time the temple was completely destroyed and the people of Israel started building it up again. Aber sie konnten ihn niemals mehr in dieser Schönheit, in dieser Größe, in dieser prächtigen, in der majestätischen Ausstrahlung aufbauen, wie er davor war. But they couldn't build a temple in the majesty and in the amazing structure that it had before. Sie waren also enttäuscht von dem, was sie dort gesehen haben. They were just disappointed of what they had seen, the ruins. Sie haben den Blick verloren auf die göttliche Perspektive. They had lost the perspective of God. Vielleicht hast du persönlich vielleicht mal was verloren in deinem Leben. Maybe you have personally lost something important in your life. Vielleicht einen Menschen, vielleicht eine Prüfung, vielleicht einen Job. Maybe a person, maybe you failed a test, or maybe you lost your job. Oder vielleicht keine Kinder. Or maybe you can't have any kids. Dinge, die in deinem Leben verloren gehen, enttäuschen dich. Things that you lose in life, or things that disappoint you. Und das ist völlig normal. And it's absolutely normal. Und es ist auch okay, wenn dann Löcher und Schmerzen hier entstehen. And it's also okay when there's some holes and some pain. Aber die Frage ist, kann ich diese Löcher mit einer göttlichen Freude und einer göttlichen Hoffnung füllen? But the question is, can I fill these voids with a godly hope and with a godly joy? Und kann ich diese göttliche Perspektive dafür entwickeln, dass dieser Tempel so viel prächtiger sein wird, wie er aktuell vielleicht aus meiner Perspektive ist? And can I develop this godly perspective and joy so that this temple is perfect according to what He wants? Also lasst uns gemeinsam erleben, was es heißt, eine göttliche Vorfreude persönlich zu entdecken. So let us experience together what it means to discover this godly anticipation. Hoffnung kann in dem Volk Israel entstehen, weil für Gott alles möglich ist. There can be hope in the people of Israel because everything is possible to God.
Und Freude entsteht, weil Gott etwas vollbringt, was noch viel besser ist, als wie das, was davor war. And joy can happen because God always gives us something better than what we had. Ihr meint, es wäre im Vergleich dazu nichts? What we had before would be nothing in comparison with what God is going to do. Hier kann Vorfreude entstehen, die Herzen verändert. This excitement and joy can come to be that it's going to change hearts. Weil eine göttliche Vision, ein göttliches Ziel entsteht, wo man mit dem Motor der Freude und der Hoffnung sich darauf hinbewegen kann. Because this goal is gonna come to be, and we can use this motor and this car to go towards this goal. Vorfreude ist also die schönste Freude, die du in deinem Leben haben kannst. So anticipation and excitement is the best kind of happiness that you can ever experience. Streck dich aus nach der Vorfreude und entdeckst immer wieder neu in deinem Leben. So reach out to excitement and to anticipation so that you can discover it new every single day in your life. Denn sie wird deine göttliche Perspektive auf ein neues Level heben. Because it's going to take your godly perspective to a new level. Hey, ich möchte für dich beten, dass du diese Vorfreude, diese Freude, Hoffnung neu entdecken darfst. Hey, I want to pray for you so that you discover this hope and this anticipation for yourself. Hey Papa, ich danke dir dafür, dass wir diese Hoffnung und diese Freude wieder neu in dir entdecken dürfen. Lord, thank you so much because we can always find this hope and this joy in you. Wenn wir uns auf den Weg machen, es bei dir zu suchen. When we set ourselves on the way to find it in you. Und dass unsere Vorfreude nicht abhängig ist von dem, was in unserer Vergangenheit passiert ist, sondern weil wir wissen dürfen, wir können mit dir neu in die Zukunft kommen. And because our excitement and anticipation does not depend on the things that already happened, but on the things that we're going to experience with you in the future. Weil wir wissen, dass das, was vor uns liegt, besser sein wird, wie das, was hinter uns liegt. Because we know that whatever is before us is going to be much better than whatever happened before. Weil wir einen gemeinsamen Weg mit dir gehen. Because we're walking in a way with you. Ja, ich danke dir dafür in Jesu Namen. Thank you in Jesus' name. Amen. Amen. Danke und ciao, bis zum nächsten Mal. Thank you and bye. See you next time.